SEO wird heutzutage noch immer sehr, sehr oft falsch verstanden. In diesem Video möchte ich dir ein bisschen Insights in den Alltag und in die Denke geben und eben einen Vergleich anstellen mit Steuerberatern, weil ich diesen Vergleich einfach sehr, sehr passend finde. Das Video solltest du dir anschauen, vor allem wenn du Geschäftsführer bist oder vielleicht ein Marketing-Team leitest oder hier diese Verantwortung hast, damit du einfach verstehst, wie diese Rolle am besten funktioniert und wie Agenturen und Freelancer in dem Bereich einfach ticken. Ein Thema oder ein Mythos, der uns immer wieder begegnet: kann man SEO nicht in 2 Stunden umsetzen oder lernen? Wie lange glaubst du denn oder würdest du einschätzen, wie lange es braucht, das österreichische oder das deutsche Steuerrecht zu lernen? Natürlich kann ich mir einen Kurs anschauen, ich kann vielleicht ein Buch lesen darüber oder mir 3 Videos darüber anschauen. Nur bin ich dann ein vollwertiger Steuerberater? Oder wie sieht's aus, Steuerrecht in mehreren Ländern? Unterscheidet sich das? Auf was muss man achten? Was gibt es für Sonderfälle und all diese Themen? Natürlich ist es hilfreich, wenn du im Steuerrecht dich als Unternehmer auskennst. Trotzdem wirst du deinen Steuerberater immer wieder brauchen. SEO ist einfach ein komplexes Umfeld. Bei uns braucht ein Mitarbeiter circa 1 Jahr, bis der halbwegs fähig ist, schon mit einer Marketingbasis beginnt, also ein Wissen zu uns kommt. Aber im SEO ausgebildet wird, braucht er mindestens 1 Jahr, bis der halbwegs einsetzbar ist. Also es braucht schon Zeit und braucht schon viel Energie und Wissen. Du brauchst so ein breites Wissen in so vielen Themen. Das ist schon sehr hochkomplex. Parallelität 2. Wie gefährlich ist Halbwissen? Stell dir vor, du triffst steuerliche Entscheidungen für dein Unternehmen, weil du einen Blogartikel gelesen hast oder weil du irgendeinem Magazin mal davon gehört hast oder gelesen hast oder ein Video vielleicht. Bei sehr kritischen Entscheidungen weiß ich nicht, ob ich diesen Quellen ausschließlich eben vertrauen würde. Das zweite ist natürlich, das ist so das gefährliche Halbwissen, was man sich selbst aneignet. Das andere ist aber auch, wenn jemand SEO einfach mitmacht. Ein anderes Gewerk, das irgendwie in der Nähe scheint. Der Webentwickler macht SEO mit. Der Webdesigner beachtet SEO mit. Und das ist ein bisschen wie wenn, weiß nicht, der Unternehmensberater sagt, naja, ich mache auch für dich, von mir ist die Steuererklärung. Das habe ich schon mal gemacht. Wie effektiv klingt das für dich? Ich mag auch festhalten, dass nicht für jedes Unternehmen SEO überhaupt relevant ist oder eine große Kraft hat. Natürlich für jene Unternehmen, für die das Potenzial sehr groß ist oder für die davon stark schon leben, also sprich schon viele Anfragen, Verkäufe und so weiter drüber generiert wird, würde ich eben abraten, mit halbwissenden Experten hier zu arbeiten oder sich zu viel Halbwissen selbst anzueignen. Die Kombination ist die aus meiner Sicht das Sinnvollste ist, und das erkläre ich dir im nächsten Kapitel. Im nächsten Kapitel geht es nämlich darum, strategische Entscheidungen versus Daily Business. Mir ist schon bewusst, dass nicht jeder unlimited Budget hat, vor allem nicht am Anfang oder vielleicht das auch gar nicht ausgeben möchte. Aber bei mir in der Agentur habe ich einen Mitarbeiter, der bereitet die Rechnungen auf, der übergibt das dann einer Buchhalterin bei unserem Steuerberater. Die verarbeiten das und das ist so Daily Business, damit habe ich eigentlich relativ wenig zu tun, Gott sei Dank. Wo ich dann wieder da bin als Inhaber der Agentur ist natürlich, wenn irgendwo Situationen gibt, Sondersituationen, wenn wir irgendwas Neues neue Ideen haben oder wenn einfach eine Entscheidung von mir notwendig ist, was machen wir dann? Dann setze ich mich als Geschäftsführer mit meinem Steuerberater dann zusammen und wir diskutieren, was sind die Sichten von uns beiden, was ist uns wichtig oder was sind die Empfehlungen und dann treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Genau so verwenden uns auch manche Kunden im Bereich SEO. Das heißt, wir betreuen die gar nicht durchgehend, wir hören auch manchmal ein Dreivierteljahr nichts von unseren Kunden. Aber wenn sie, weiß ich nicht, wieder ein bisschen mehr Zeit haben, sich um das Thema zu widmen oder einfach eine Frage aufgetaucht ist, wo sie gerne eine zweite Meinung hätten, dann fragen sie bei uns an und dann macht man das wie auch immer in einem Telefoncall, im Workshop, wie auch immer. Aber auch sehr viele Kunden, die schon sehr gut selbst im SEO sind, aber halt intern nur für ein Projekt arbeiten, was ja Vorteile hat, genauso wie Nachteile, ganz logisch. Agenturwesen hat ja auch beides Vor- und Nachteile und holen sich dann immer bei kritischen Entscheidungen uns als Coach einfach heran. Ein anderes Phänomen, dem wir öfters begegnen, ist ein bisschen ein Steuerberater, der Wunder bewirkt. Vor allem als Jungunternehmer glaubt man ja, der Steuerberater, da sitzt man dann zusammen im Büro und man tüftelt, wie man das Steuersystem austricksen kann und am nächsten Tag ist man natürlich Millionär und man selbst, da ist natürlich der Schlaueste und Beste und ja. Natürlich völlig überzeichnet, das ist mir schon klar.
Ich glaube, am Anfang haben vielleicht einige dieses Bild auch vom Steuerberater. Ein guter Steuerberater ist für mich aber ehrlich gesagt jetzt nach 11 Jahren Unternehmer sein doch etwas anderes. Es ist nämlich Stabilität, ein System zu schaffen. Wie handeln wir diese Belege? Also es ist sehr viel Basisarbeit eigentlich. Wie optimieren wir Abläufe, dass da nicht das durch 7 Hände geht, die man natürlich, egal ob Mitarbeiter oder Externe, zahlen muss. Genau, und all das. Für wichtige Entscheidungen, das ist natürlich, wie ich vorher schon erwähnt, macht man dann auf einer anderen Ebene. Aber so der Daily Work und diese Basisarbeiten und diese Standardprozesse, das gilt es einmal zu implementieren und aufrecht zu bekommen. Und ich finde, das ist im SEO ganz genauso. Es geht gar nicht darum, irgendwo, dass der SEO-Berater kommt und der sagt euch, der Tipp und ihr seid morgen erfolgreich oder diese Einstellung, Hakerl setzen auf eurer Website und dann verdienen wir alle Millionen. Das spielt's halt nicht. Und man muss auch nicht immer suchen, so nach dem heiligen Gral des Geheimnis im SEO oder diesen heiligen Tipp. Ich halte viele Vorträge und natürlich alles, was aller neuen SEO-Tipps zum Thema Ding, da erwartet man sich immer so diesen einen Tipp, der alles verändert. Und den gibt's halt einfach nicht. Also ich finde, SEO-Betreuung oder langfristiges SEO an sich ist einfach kontinuierlich Qualität zu liefern, ein gewisses System für sich zu schaffen, sehr viel an Basics zu arbeiten. Und wenn das nicht ausreichen sollte, was ehrlich gesagt zu 90% schon ausreicht, es ist eher das Problem, diese Basics wirklich umzusetzen und dann laufen die meisten Projekte super gut und für diese restlichen 10 bis 20%, bei den Kunden werden wir nicht arbeiten oder die werden wir nicht betreuen. Wenn du einen Partner brauchst für dieses Thema SEO, egal in welcher Art und Weise, dann schick uns gerne eine E-Mail. Lass uns einfach mal plaudern, ob SEO dir helfen überhaupt kann oder ob wir dir als Agentur irgendwie weiterhelfen können oder harmonieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch. Das ist sozusagen die Belohnung für unsere Arbeit da dahinter. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Channel. Und wenn du wissen möchtest, wie ein 21 Milliarden Euro Umsatzkonzern SEO macht, dann würde ich dir jetzt empfehlen, dir dieses Video anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.